Atollen ja die Ankerkette hochhängen, weil überall Korallen drunter sind. Das hatten wir auch getan mit einem Fender. Der hat das allerdings ein bisschen übel genommen. Und deswegen gehen wir jetzt mal nach, wie vielen Tagen sind wir hier? 3. Am 3. Tag tatsächlich mal an Land und gucken, ob wir diese Kugeln wiederfinden, die wir früher hatten. Die hatten wir in Tahiti verschenkt an Leute, die auf die Tuamotus aufgebrochen sind. Weil wir dachten, ja, so schnell brauchen wir die ja schon nicht mehr. Aber wir brauchen eindeutig neue. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Jagd, ob wir welche finden. Die sind eigentlich von den Perlenfarmen als Bojen gesetzt, geht aber manchmal verloren, liegen dann am Strand. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir welche finden. Ah, es wird aber düster da hinten. Jappa. Einen geilen Blick auf die Kirche auf der anderen Seite. Da hinten ist die Trampy. War das nicht so ein erfreulicher Anblick? So ein einheimisches Boot. Heimathafen Papeete. Da hinten ist die Hauptinsel, stimmt ja jetzt nicht, das Hauptmoto. Den Kirchen, die man auf der Einfahrt gesehen hatte. Mal die beiden mitnehmen? So der Plan. Eine echte Oldschool-Schrauberwerkstatt. Versucht das 2 einzumachen, oder? Ach guck mal, der lebt doch hier noch halbwegs. Turbodiesel. Nur kein Fahrersitz mehr. Ein Fall für Timo. Timo, komm vorbei und reparier uns den. Ist schon ein bisschen befremdlich. Da ist eine Kaori-Muschel. Das war ursprünglich mal das Zahlungsmittel hier in Polynesien. Und irgendwie hatte ich gerade mit Mario die Diskussion, dass es schon ein bisschen befremdlich ist, oder unvorstellbar, dass damit mal bezahlt wurde. Aber irgendwie kam man relativ schnell auf den Gedanken, naja, das war wenigstens noch fälschungssicher. Heute verlassen wir uns irgendwie auf Papier, was nachgedruckt werden kann von jedem beliebigen, wenn er gut ist. Oder welche Kryptowährungen. Und das war irgendwie noch, ja,
eine richtige Währung, gefühlt. Irgendwie komisch, die Erkenntnis. Ich frage mich ja gerade, warum es in Australien so viele Viecher gibt, die alle eintöten wollen. Sagt der gerade von der Tigermücke gestochen wurde. Boah, wenn die Sonne rauskommt, knallt die aber, oder? Ganz schön zugelegt in den letzten paar Stunden. Kannst du mir Laien noch mal erklären, warum man das jetzt macht? Ja, ganz einfach. Hier sind halt überall Korallenstöcke. Auch wenn es recht tief aussieht, aber dann liegt ja natürlich die Kette auf dem Grund. Und jedes Mal, wenn sich das Boot bewegt, wird sich um eine Koralle wickeln. Beziehungsweise, was ja so schon mal fürs Boot schlecht wäre, weil wir dann sogenannt kurzstark kommen könnten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Korallen schlecht, wenn da die ganze Zeit die Kette drüber schrappt. Also hängt man die Kette hoch und dann immer so in Abständen, damit weniger Kette auf dem Grund liegt. Und wenn man halt schwoit, damit eben halt der Schaden an den Korallen minimal bleibt. Aber habe ich nicht in meiner Führerscheinprüfung gelernt, dass die Kette das Boot hält? Ja. Tja, optimal ist es halt nicht. Okay. Ja, wie gerade gesagt, unser Fender, den wir dran gehangen hatten, der fand das irgendwie nicht so richtig lustig. Hat ein bisschen über Nacht klein beigegeben. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dann doch wieder nach den Bojen zu gucken. Wir sind natürlich auch die Obervollprofis, haben genau den Fender genommen, der diese blauen Überzüge noch hat. Und die anderen sind einfach aus einem Stück. Naja. Unser Timing ist auch ganz gut. Ja, und ich würde mal sagen, wir haben es genau im richtigen Moment wieder nach Hause geschafft und die Ankerkette hochgehangen, weil das ist jetzt. Sieht wohl dann doch nach einem Couch- und Fernsehtag aus. Kurz vor unserer Abreise aus Tahiti hatten wir so ein paar Problemchen mit unserem Generator, die wir leider auch nicht mit Bordmitteln beheben konnten. Deswegen hatten wir uns ja dann nochmal kurzfristig dazu durchgerungen, einen neuen zu kaufen, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt hier in den Tourmotos keine Ersatzteile wirklich bekommen. Und für die längere Periode, die wir jetzt hier verweilen wollen, brauchen wir tatsächlich dann nochmal ein Backup, wenn das mal mit dem Solarstrom nicht so ganz funktioniert, sodass wir dann nochmal die Servicebatterien bzw. halt auch alle anderen Batterien, wenn nötig, laden können, unabhängig eben halt von der Sonne. Wir haben uns einen neuen Generator gekauft und der verrichtet eigentlich seinen Dienst ganz gut.
Ja, jetzt ist leider bei der Überfahrt direkt das nächste Problem aufgetaucht. Und zwar lädt die Lichtmaschine vom Motor die Batterien nicht mehr. Das ist aufgefallen, dass einfach bei dem Batteriemonitor extrem hohe negative Werte angezeigt wurden, als dann der Watermaker lief, den wir normalerweise eben halt laufen lassen, wenn der Motor läuft. Und damit war relativ zügig klar, dass da irgendwas mit dem Laden der Batterie nicht funktioniert. Sprich, die Lichtmaschine, das schaukelt gerade so ein bisschen, die Lichtmaschine den Strom nicht liefert. Tja, und jetzt müssen wir überlegen, was wir da machen können. Also die Ursache haben wir schon rausgefunden. Die Trenndiode, welche die Spannung bzw. halt den Strom auf die einzelnen Batterieelemente oder Batteriesegmente verteilt, scheint wohl geschmolzen bzw. durchgebrannt zu sein. Warum das so ist, weiß ich leider nicht. Eigentlich würde man jetzt sagen, ja mein Gott, mach doch nicht so ein Theater, bau eine neue Trenndiode ein und das Thema ist in Ordnung. Der Haken ist, wir sind tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, am wunderschönen, aber trotzdem am ADW. Das heißt, so richtig einfach ist das mit Ersatzteilen hier nicht. Auf Tahiti hätte man eventuell eine kriegen können, hat sich herausgestellt nach ein paar Telefonaten in den verschiedenen Marina Stores, dass die zwar eine Trenndiode hätten, allerdings auch nur eine für 2 Batteriesegmente, nicht für 3. Wir haben ja noch vorne die Both Thruster Batterien, das heißt, wir müssen separat laden Both Thruster, Service Batterien oder Hausbank und die Starterbatterien. So eine Trenndiode ließ sich in Tahiti auch nicht auftreiben. Soll heißen, hier auf den Tuamotus ist die Versorgungslage und die Ersatzteillage natürlich noch komplizierter. Jetzt überlegen, wie gehen wir damit um. Die Motorbatterie gar nicht mehr zu laden oder überhaupt keine Batterie überhaupt zu laden, ist die denkbar schlechteste Option. Zumal ich jetzt auch gar nicht wirklich weiß, was das mit dem Alternator macht, wenn der dauernd Strom produziert, aber den ich abgeben kann. Ich glaube, das mag er auch nicht so richtig. Folglich muss eine Quick and Dirty Alternativlösung her. Und da gucken wir jetzt mal, was wir machen können. Mit Bordmitteln bzw. halt Ersatzteilen, die wir noch da haben. Und die Lösung muss dann halt so lange halten, bis wir die entsprechenden Ersatzteile aus Europa oder aus den USA geliefert bekommen. Ich rechne im Augenblick so, dass das dieses Jahr nicht mehr passiert, sondern frühestens in 3-4 Monaten der Fall sein wird. Wie gesagt, schon so ist Tahiti halt schwierig, was Ersatzteile anbelangt, aber jetzt mit Covid ist das nochmal eine ganz andere Baustelle. Sprich, Lieferungen finden irgendwie nur sehr schleppend statt. Ich will es nicht ganz negativ formulieren. Und dann muss es ja nochmal von Tahiti dahin geschippt werden, wo wir uns dann halt befinden. Im Augenblick ist es Rangiora, aber ich denke mal nicht, dass wir jetzt bis März hier an diesem Ankerplatz bleiben müssen, so dass wir dann wahrscheinlich auch zu den anderen Tuamotus noch fahren wollen. Muss also alles ein bisschen getimt werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns gerade die Trenndiode angeguckt und jetzt schauen wir mal, was wir für Alternativen haben, um das Problem halbwegs wieder in den Griff zu kriegen.